Ich habe heute ein paar verwelkte Löwenzahnblüten gesammelt und daraus werde ich eine Sommerdeko erstellen. Naja, und innerhalb von ein paar Tagen werden dann aus den verwelkten Löwenzahnblüten wiederum Pusteblumen. Und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. Zunächst werde ich die Stiele meines Löwenzahns etwas einkürzen, weil für meine Zwecke wären die jetzt noch einen Tacken zu lang. Ich nehme da jetzt überall mal ein Stückchen weg. Ich schneide die jetzt allerdings alle auf eine unterschiedliche Länge zurecht. Ihr könntet die jetzt auch theoretisch gesehen so lang lassen, wie sie sind, aber für meine Zwecke ist das dann nachher einfach zu lang. Wer jetzt allergisch reagieren sollte auf diesen Saft vom Löwenzahn, also wenn ihr den jetzt frisch erntet, der sollte dann mal lieber Handschuhe anziehen. Ich persönlich habe damit jetzt keine Probleme und von daher brauche ich jetzt auch keine Handschuhe. Jetzt benötigt ihr Bindedraht und der Bindedraht wird in dem Stiel vom Löwenzahn eingearbeitet werden. Würde ich den Draht jetzt einfach weglassen, dann knickt mir das Ganze hier im Laufe der Zeit halt so um. Ja, und was wollte ich jetzt noch sagen? Der Draht wird hier bis zu dem Blütenansatz eingearbeitet. Ich muss das hier mal eben so ein bisschen justieren. Man merkt das auch, wenn man da am Ende angekommen ist mit seinem Draht. So, eben fühlen. Ne? Fühlen könnt ihr das halt auch. Ich lasse jetzt hier aber noch ein Stückchen vom Draht hinausschauen, so in etwa 1,5 cm. Das ist jetzt eine alte Rosenschere und ich frage mich jetzt gerade, warum mein Hund Imelda am Bellen ist. Okay, ich habe jetzt hier so eine Styroporplatte, eine ganz alte, und dann stecke ich das jetzt hier erst einmal drauf. Achtet auch immer darauf, dass ihr dann zu den Pflanzen auch genug Abstand habt, ne? Also jetzt nicht so nah beieinander nachher hineinstellen, weil die entwickeln sich ja innerhalb von ein paar Tagen dann zu Pusteblumen. Hoffe ich jedenfalls. Ich kann dann auch gleich gar nicht weiter dekorieren oder weiterarbeiten, weil, ups, ja, da sieht man, was passiert, wenn der Bindedraht ein bisschen krumm ist. Dann kann er auch mal hinaus pieksen. Ich glaube, den muss ich kürzer schneiden. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich den so lang lasse. Mit Ruhe und Geduld da einfach mal einarbeiten. Was wollte ich jetzt erzählen? Also dann halt die verblühten Löwenzähne nicht zu nah beieinander da hineinstecken. Und dann werde ich so 1, 2 Tage, ja vielleicht auch 3 Tage abwarten, bis das letzten Endes Pusteblumen geworden sind. Und wenn es soweit ist, dann werde ich damit erst weiterarbeiten. Weil ich möchte halt abwarten, wie viele sich letzten Endes zu Pusteblumen entwickeln für mein Projekt. Man könnte jetzt auch sofort damit weitermachen. Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal abwarten, wie viele letzten Endes dann wirklich zu einer Pusteblume werden. Aber ich finde das auch mega faszinierend, dass die Kraft der Pflanzen jetzt noch ausreicht, um halt Pusteblumen zu bilden. Ja, und jetzt werde ich mir meine zukünftigen Pusteblumen mal so ein bisschen in Form biegen. Aber nur so ein bisschen, weil so krumm wollte ich die jetzt nicht haben für mein Projekt. Und dann heißt es halt ein paar Tage abwarten und Tee trinken, bis ich halt sehe, welche haben sich jetzt zu Pusteblumen ausgebildet und welche halt nicht. Aber da werde ich dann halt erst in ein paar Tagen hier weitermachen. Und ich habe es ja, glaube ich, schon erwähnt, ihr könntet auch jetzt schon weiter mit der Deko fortfahren. Aber ich warte jetzt mal lieber ab. Dann kann ich euch auch genau sagen, wie viele Tage das bei mir in der Werkstatt gedauert hat, bis es letzten Endes Pusteblumen geworden sind. Die ersten Pusteblumen waren nach 24 Stunden da und die letzten nach 48 Stunden. Ja, und nun werde ich sie noch sicherheitshalber mit etwas Haarspray fixieren. Man kann die zwar jetzt auch so ohne dieses Haarspray fixieren berühren, aber ich gehe jetzt mal lieber auf Nummer sicher und sprühe sie dann halt überall ein. Auch von unten so ein bisschen. Ich hatte jetzt einen kleinen Moment gewartet, bis das Haarspray getrocknet ist. Ja, und jetzt habe ich ja hier dieses Stück Holz und in dieses Stück Holz habe ich mit dem Bohrer 2 mm große Löcher gebohrt. Der Bindedraht, der hat eine Stärke von 1,5 mm und das ist jetzt auch der Grund, warum ich hier so ein Stückchen habe hinausschauen lassen von meinem Draht. Die kann ich jetzt hier ganz entspannt einfach mal so hineinstecken. Ich muss das jetzt natürlich vorsichtig machen, nicht, dass ich mir jetzt aus Versehen hier irgendwas kaputt knicke. Und dann kann ich sie mir aber auch immer noch zurechtbiegen, also meine Pusteblumen. Wenn der Draht jetzt stellenweise hier ein bisschen zu lang sein sollte, dann kürze ich ihn auch noch dementsprechend ein. Aber ich teste jetzt hier erstmal,
in meinem Fall passt das jetzt schon mal so weit ganz gut. Aber ich glaube, die kommt jetzt woanders hin. Die restlichen Pusteblumen werde ich jetzt einfach erst einmal beiseite stellen. Mal gucken, was mir damit noch einfallen wird. Ja, und an diesem Projekt werde ich aber jetzt nichts mehr einarbeiten. Die benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch einfach mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!